Es gibt Kreise, die sehen die Türkei als Autokratie. Präsident Erdogan ist für sie ein Autokrat. Aber was ist eine Autokratie? Und wie erkennt man eine autoritäre Regierung? Autokratie ist eine Herrschaftsform in einem Land, in der eine Einzelperson oder Personengruppe unkontrolliert politische Macht ausüben kann und dafür keine Gesetze beachten muss. In einer Autokratie gibt es keine funktionierende Gewaltenteilung. Eine Autokratie lässt keine anderen Meinungen zu und verhindert, dass Zeitungen, Fernsehen und andere Medien kritisch berichten können. Dies ist meist in einem Staat der Fall, in dem nur eine einzige Partei, Gruppe oder Familie das Sagen hat und die Opposition verfolgt und unterdrückt wird. Früher nannte man Autokratie auch Diktatur. Eine autoritäre Herrschaft droht und verbietet Unternehmen, manchmal auch anderen Staaten, nach ihrem Standpunkt zu handeln. Wird dennoch gegen den Willen der Herrschaft gehandelt, dann wird dieses Land oder Unternehmen mit Sanktionen bestraft. In einem autoritären Staat liegt die Macht nicht bei den Wählern, sondern bei den jeweiligen Machthabern. Gibt es in der Türkei Beispiele für eine Autokratie? Die Türkei besitzt ein präsidiales Regierungssystem, bei dem jeder Bürger selbst den gewünschten Präsidenten an der Urne wählen kann. Auch Erdogan wurde an Wahlen unter der Beobachtung von über 450 ausländischen Wahlbeobachtern direkt vom Volk gewählt. Dieses funktionierende Regierungssystem haben Bürger der Türkei bei einer Abstimmung selbst angenommen. Seither kann der Präsident der Türkei auch vom Volk selbst durch Unterschriften gestellt werden. Die Türkei hat die drei Gewalten Parlament, Präsident und Gerichtbarkeit voneinander geteilt und diese kontrollieren sich gegenseitig. Erdogan hat also nicht alleinherrschende Rechte. Sollte er das Parlament auflösen, dann gibt es Neuwahlen, wo auch er als Präsident erneut kandidieren muss. Dass Erdogan kein Autokrat ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Opposition nicht verfolgt wird, obwohl sie Erdogan als Diktator bezeichnet. Man kann auch Bücher zu diesem Thema kaufen. Das ist Meinungs- und Pressefreiheit. All diese demokratischen Prozesse machen die Türkei zur direkten Demokratie, wo die Bürger nicht nur den Präsidenten bestimmen, sondern auch die Politik im Land. Als gesunde Demokratie zeigt sich die Türkei auch gerade deswegen, weil Menschen verhaftet werden, welche Organisationen unterstützen, die mit Waffengewalt gegen die Türkei und ihre Bürger schießen, oder einen undemokratischen Putschversuch starten. Die meisten Menschen in der Türkei sehen in Erdogan deshalb nicht als Autokraten, sondern als Autorität, der wegen seiner Stellung, seiner Kenntnisse und Leistungen ein besonderes Ansehen genießt.